Ja, guten Morgen. Willkommen bei meinem neuen Video von Theo und eine neue Wanderung. Und wir sind jetzt in Belgien, in der Nähe von Oud-Grimbergen. Wir laufen die Bethlehem-Wanderung, ne? Oder so etwas war es ungefähr. Ja, ich hatte ein paar kleine Probleme heute. Ich habe meine SD-Karte vergessen, die steckt noch im PC. Ich habe glücklicherweise immer eine Reservekarte dabei. Aber das Problem von dieser Reservekarte war, dass der Insta360 die nicht nehmen wollte. Der sagte einfach keine Karte. Und da habe ich meine Sony glücklicherweise dabei. Da habe ich die Karte neu formatiert. Und mit der alten Sony-Kamera. Und jetzt nimmt die Insta360 die Karte. Aber ich habe keine Ahnung, dass ich das nicht mit der Insta360 machen kann. Und hier an dieser Seite ist man ein Haus am Bauen, sehe ich. Und überall liegen Bäume flach hier. Das ist unglaublich. Überall, wo ich schaue, sind Bäume flach. Wenn drumherum laufen, drunter laufen, ist es unglaublich. Ja, das ist mal ein Haus am Bauen. Okay. Ihr könnt das auch sehen, wenn ihr so schaut. Ja. Ich sitze hier im Wald und da baut man ein Haus. Okay. Das wird eine 23 Kilometer Wanderung heute zum ersten Tag der Frühling, ne? Weil das ist ja ein Frühlingstag heute, 21 März ist Frühling, Anfang. Und ja, es wird heute zum ersten Mal dieses Jahr um die 21, 22 Grad, Leute. Also wie geil ist das denn? Jetzt muss ich nach links. Ja, 23 Kilometer ungefähr. Wir werden sehen, was der Tag bringt heute. Ich denke, dass es viel grün wird heute. Viel Wald. Aber das kann auch mal gut sein. Da liegt wahrscheinlich ein toter Vogel und das Wasser. Aber es sieht nicht sehr sauber aus hier. Ein bisschen trübe. Naja. Hier über eine schöne Brücke, ne? Und man hat hier um 1903 Warmwasserbohrungen gemacht in diesem Gebiet. Das ist schon ein Weilchen her. Aber damals waren wir da mal schon mit beschäftigt scheinbar. Mit den ganzen Kohlen, ne? So friedlich hier und da vorne ist die Autobahn, ne? Was ein Kontrast.
Nach 2,63 Kilometer laufe ich entlang ein Camping. Tja, wenn man mal in Ruhe seine Ferien genießen möchte, dann kann man das hier machen. Ne? An der einen Seite ist der Wald und an der anderen Seite ist die Autobahn. Wie geil! Tja, wahrscheinlich etwas für Stadtmenschen, die das Geräusch von den Autos nicht messen können. Ne? Die gehen hier ihre Ferien machen. Nach 3,14 Kilometer habe ich ein kleines Problem. Ich sollte da durch den Tor gehen, sodass ich an der anderen Seite dieses Zaun kam. Aber das ging nicht, weil es ist wegen ist das geschlossen. Also die machen da Arbeiten. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier weiterkomme. Das ist schon mal eine Nuss, ne? Und jetzt laufe ich hier entlang den Zaun und mal sehen, wie ich wieder auf die Strecke komme. Weil ich darf da nicht rein. Das ist immer das Grauen auf die Wanderungen, wenn das passiert. Da kann man nichts machen. Also 3,21 Kilometer nach 18 Kilometer zu gehen. Irgendwie werde ich das schon rausfinden. Also Leute, hier komme ich auch nicht weiter. Also das ist der Super-GAU. Jetzt komme ich hier ganz von dem Dreck weg. Das wird schon mal eine Herausforderung jetzt. Wie gehe ich das machen? Ach du Scheiße. Hier sieht man auch wieder, alles geschlossen. Kommt man nicht rein. Heieiei, ich bin jetzt um 250 Meter weg vom Dreck. Heiliger Scheiße. Ja Leute, nach 4,33 Kilometer stehe ich entlang einen Zaun. Der geht in das Gebiet, wo ich laufen sollte. Und da sieht man einen schönen See. Da sollten wir eigentlich sein, da bei dem See. Das war auch die Planung. Aber leider kommt man da nicht ran. Ich muss jetzt lang eine große Straße laufen und da muss ich noch 150 Meter laufen. Dann bin ich wieder zurück auf dem Dreck. Aber dieses Gebiet kann ich heute vergessen. Leider. Nach 6,98 Kilometer und 12,9 zu laufen, kommen wir hier an das Bethlehem-Gebühren.
Was das ist, weiß ich nicht. Da liegen viele Gebäude. Ein Kloster oder so etwas. Wir werden mal sehen, ob wir da etwas zu sehen bekommen. Die große Frage jetzt. Da ist ein Tor, das ist auch verschlossen. Oh Mann, es geht gut heute. Es geht richtig gut, Leute. Heute der Tag der verschlossenen Tore. Das ist ein Monasterium von Bethlehem. Und die liebe Frau von het Fiat. Ja, das ist ein Kloster. Alles gesperrtes Gebiet. So sieht das da aus, Leute. Mehr kann ich da nicht von. Und da ist eine heilige Messe am Sonntag um 11 Uhr. Aber man muss anrufen dafür, dass man da rein darf. Ja, da muss man anrufen. Zehn Kilometer sind weg. Also wir brauchen noch 9,85. Also wir haben die Mitte der Wanderung überschritten. Ich möchte eigentlich mal eine kleine Pause machen, aber Schutzhütten und Bänke hier im Wald in Belgien, die sind Mangelware. Das habe ich auch schon gesehen, andere Wanderungen in Belgien. Es gibt so wenig Möglichkeiten zu sitzen. Auch hier wieder. Ich sehe nirgendwo eine Bank, nirgendwo eine Schutzhütte. Das ist richtig scheiße eigentlich schon. Ne? Wir werden mal sehen, was ich machen kann. Und weiter geht es gut, Wetter ist schön. Schwitze schon, ne, weil es ist schön warm. Und es ist ein bisschen Wind. Und es geht wieder den Berg hoch hier, also besser den Hügel hoch. Und es sind ja 120 Höhenmeter heute. Und das merkt man auch. Eine Jagdhütte, die gibt es in Belgien auch. Sieht noch relativ neu aus. Mit Paletten zusammengebastelt. Es geht wieder richtig runter, Leute. Und wir schoben durch den Wald. Ne? Dörfer werden wir, glaube ich, nicht sehen heute. Und ja, statt 23 Kilometer werden es gute 18 Kilometer, Leute. Das ist mal scheiße, ne? Aber das Gebiet war ja komplett gesperrt. Ne? Also, wir brauchen eine Stunde weniger zu laufen. Naja, kann man nichts machen. Schau mal da vorne. Da ist auch Wasser. Das ist ein Panorama, aber leider ist es versperrt durch die Bäume, ne? Mit den Bäumen. Und in diesem Gebiet darf man bei Sturm nicht rein. Wegen Lebensgefahr. Also, Zeit, was wir die ganze Chemtrails und den ganzen Scheiß mal beenden, Leute. Und weil all die Leute, die verantwortlich für sind, hängen. Ganz einfach hängen, den Strang. Nein, das geht gar nicht. Alles geht kaputt. Und wir schlussendlich auch. Denkt da mal drüber nach, Leute.
Wow, schau mal da. Das ist ja geil, was ich da sehe. Heiliger Scheiße. Boah. Ja Leute, wo kommen wir dann hier? Alles Gras. Was ist das denn hier? Das ist mal wieder etwas anderes, ne? Eine Grasfläche. Ja, und hier sieht man auch kein Pfad mehr, ne? Aber Komoot sagt, wir müssen einfach weiterlaufen. Was ist das denn jetzt? Ha. Doch, hier ist etwas wie ein Pfad, aber ein Häuschen auf ein Stier, das sind Jagdhütte, denke ich. Ja. Was ist das hier? Hier gibt es immer Hügel. Tja. Und da ist eine große Straße. Hör mal die ganzen Vögel und das weht. Der Wind ist richtig zurück. Ich laufe weg vom Dreck. Komoot sagt, der Seite laufen bitte. Aber hier ist nur Gras. Oh mein Gott. Wo will der Leute, der Komoot hin? ...15 Kilometer sind weg. Noch 4,28 bis zum Auto. Das ist nicht lange mehr. Es werden doch noch 19 Kilometer. Und da habe ich noch ein bisschen Wasser fotografiert, ne, und gefilmt. Da kam man auch wieder nicht ran. Ne. Alles verboten. Ich frage mich, wie lange die Leute sich das noch bieten lassen, diese Beschränkungen. Denn das kotzt mich richtig an. Wird mal Zeit, dass die Leute den Strang rausholen. Und all diese braunen Ratten, diese braunen Suppen hängen. Und das muss passieren, Leute. Denn die Wälder sind nicht vom Staat. Das sind keine Staaten, das sind Firmen. Das ist alles eine große Lüge, eine große Schwindel. Es sind Verbrecher, Leute. Die ganzen Wälder sind alles Eigentum vom Volk. Und das Volk muss sein Eigentum zurücknehmen. Ganz einfach. Das muss passieren.
Und das Volk muss sich nicht weiter beschränken lassen. Das möchte ich mal loswerden. Weil ich finde das schon richtig zum Kotzen. Weiter ist das eine schöne Wanderung. Ja, doch. Das kleine Wasser da noch gefilmt und fotografiert auf Abstand. Ging nicht anders. War wieder ein Zaun dazwischen. Ne? Und naja, die letzten 4 Kilometer, gegen eine Stunde. Gegen 3 Uhr bin ich beim Auto. Und dann muss ich noch mal eben beim Halal-Schlechter vorbei. Ne? Und ich muss dann eben mal was Fleisch holen. Dass ich die nächste Woche wieder Fleisch im Haus habe. Ne? Und alles Halal-Fleisch. Weil alles, was man im Supermarkt bekommt, ist ja meistens vergiftet. Kann man nicht essen. Ja Leute, eine kleine Attraktion hier. Kleine Brücke. Guck mal her. Wow. Wow, wow, wow. Und es geht immer weiter. Und der Boden ist sehr weich. Der ist weich. Erstaunlich. Man kann ja nirgends hin. Nur geradeaus. Und da vorne ist wieder ein schöner Hügel. Junge, Junge, Junge. Hier waren schon doch noch etwas zu erleben auf dieser Strecke. Der ist vermodert hier. Kaputt. Merkelse Heide. Toeringspoort Gateway. 10,4 Kilometer. Premiumroute Pietersheim. Heide. Instapplaats La Butte au Bois. 6,8 Kilometer. Pietersheim. Pietersheim, Premiumroute, also okay. Ha, kom maar her. Was soll denn das hier? Es läuft sich schon scheiße, aber. Er hat noch bessere Sicht hier über die Bäume, aber das bringt ja nichts. Die sind ja viel zu hoch.
Es sind nur noch einen halben Kilometer bis zu meinem Auto. Also, diese Wanderung läuft zu Ende jetzt. Es war doch eine schöne Wanderung, ja. Geil. Hat ein paar Dellen bekommen. Kann man nichts machen. Vor 23 werden es eine gute 19 Kilometer. Ja. Und ja, kann ich sagen, Wetter ist absolut super. 1 bis 22 Grad, das fühlt sich an wie im Sommer. Ne? Oh Mann, ist das geil. So kann es weitergehen, aber ich weiß, am nächsten Tag wird es regnen. Und die nächsten Tage wird es regnen, glaube ich. Die schicken wieder was hierher. Ne? Also Leute, ich schicke euch jetzt weiter zu den Zukunft-Deo vor dem PC. Ciao. Guten Abend und willkommen zurück. Es ist heute Samstag, nicht Freitag, weil ich habe es gestern nicht mehr geschafft, das noch zu machen. Also werde ich heute die Abmoderation machen von Kloster von Bethlehem Wanderung. Eine Wanderung, die statt 23 Kilometer nur 19 Kilometer wurde. 18,9 sogar. Ja, das begann schon gut morgens, ne? Ich nahm meine Kamera und sah, dass da keine Karte drin war. Ach du Scheiße, was war das denn? Ja, die saß noch im Computer. Hey. Glücklicherweise habe ich immer bei meinem Telefon eine Reservekarte. Also die drin gemacht und da sagte die Kamera, keine Karte, no Karte. Ja, was denn jetzt los? Mehrmals versucht, kein Karte, no Karte. Denke, ja, nur einen Versuch. Das ist die alte Sony. Die habe ich auch immer dabei, die alte HD-Kamera. Ja, und die sah die Karte und die gab auch eine Fehlermeldung, aber es war kein Problem, denn die kann ja SD-Karten formatieren. Also hat die Sony die Karte neu formatiert und sieh da, sie funktioniert in der Insta360. Also ich muss mal rausfinden, ob die Insta360 formatieren kann, aber ich glaube es nicht. Also da war die alte Sony wieder mein Retter. Also dann habe ich doch meine Aufnahmen machen können, ne? Mann, Mann, Mann. Glücklicherweise habe ich immer eine Reservekarte dabei. Und die Sony dabei. Ja, dann gingen wir laufen. Und das ging nur ungefähr, ich schätze, 3 Kilometer gut. Da stand ich vor ein geschlossenes Tor. Na, das war ganz schön, ne? Da muss ich drum rum. Aber das ging nicht, denn jede Gelegenheit, um das Gebiet reinzukommen, war gesperrt. Also das ganze Gebiet war wegen Arbeiten gesperrt. Da bin ich ganz rundherum laufen müssen. Da war noch ein schöner See in dem Gebiet, habe ich nicht filmen können, leider. Ich kam ja nicht ran. Und dachte, ja, das wären extra Kilometer, ne? Ja, Pustekuchen. Es waren 4 Kilometer weniger. Naja, kannst du nichts machen. Ja, die Kloster Bethlehem, die haben wir auch gesehen. In der Ferne, ne? Weil da war auch ein Tor, da kamst du auch nicht rein. Also war einfach der Tag der geschlossenen Toren in Belgien, ne? Man kann es einfach nicht fassen. In Belgien, da läuten die Glocken für dich, ne, wenn du zum Dorf reinkommst, und in Belgien, da schließen die dich die Tore, ne, wenn du kommst. Also, gibt's einfach nicht. Naja, also wir haben dann 18,9 Kilometer gelaufen in Belgien. Da haben wir 4 Stunden und 12 Minuten für gebraucht. 4,5 Stunden haben wir gemittelt gelaufen. 140 Meter runter und 140 Meter hoch und 150 Höhenmeter runter. Also, ja, es war schön. Es gab wenig, es war alles Wald, ne? Ja, es war alles Wald. Es gab keine Dörfer, nein, es gab keine Dörfer, denn es war in der Nähe von Oud-Grimbergen. Es war, ich glaube, die Mechelse Heide. Ich will mal sehen, ob ich das hier sehen kann. Ich sehe auch Kapellen, wie die heißen. Das muss ich im Video nochmal nachmachen. Marienkapelle von Grote Norden. Okay.
mal schauen, was da steht. Ich denke, dass das Neerharener Heide sind wir gewesen hier. Naturschutzgebiet Neerharener Heide war das. Okay. Habe ich hier all die Fotos gemacht, aber auch ein kleines Wasser, ne? Da sieht man hier die Foto von. Aber ich konnte auch nicht in das Gebiet rein, weil da war wieder das gleiche Problem, ne? Also, da durfte man nicht rein, das ist eine Ruhezone. Das ist in Belgien absolut zum Kotzen, ne? In Deutschland ist das auch schon schlimm, aber in Belgien ist es, ich glaube, noch ein bisschen schlimmer als in Deutschland mit den ganzen Ruhengebieten. Ich sagte in meinem Video schon, die ganzen Wälder sind Eigentum von Volk und nicht von einer Firma, die sich als Staat verkauft, mit ihren ganzen Schwindelinstanzen. Zeit, dass das Volk ihr Eigentum zurücknimmt. Ich habe einfach, aber hier de Siepeek. Okay, Thales Siepeek, okay. Eens kijken ob ich hier was sehe. De Gebeek aus Holz habe ich auch gefilmt, das ist ein Video. Video ist natürlich viel mehr zu sehen als die Fotos, die ich gemacht habe, obwohl es kein langes Video wird. Zitronenfalter habe ich sehr viel gesehen, aber leider waren sie mich immer viel zu schnell weg. Gleich wie die Admiralfalter, ne? Die habe ich auch gesehen, aber auch die waren immer sehr schnell weg. Da gab ich mir die Kamera nicht hinterher. In vorherigem Jahr bei einer Wanderung, das war die Wanderung von, wie hieß sie auch wieder? Ja, der Name ist mir entfallen. Da habe ich es geschafft, die Falter zu filmen. Da saßen die ganz ruhig und blieben sitzen, aber hier, die waren zack weg. Gab es keine Möglichkeit. Okay. Weiter ist nicht viel zu melden bei dieser Wanderung. Also was wird die nächste Wanderung? Die nächste Wanderung habe ich schon geplant. Und da möchte ich die Wanderung von Niederlande, Belgien nehmen. Und das ist diese Wanderung. Die möchte ich nächstes Mal laufen. Das ist die Kasteel ten Hoeve Wanderung. Und das wird, ich habe das Wetter mal angeschaut, ich denke kommende Freitag werden. Dann habe ich keine Arbeit, dann wird es ein schöner Tag, um diese Wanderung zu laufen. Werden wir mal sehen. Die ist 26,9 Kilometer. Ja, er sagt 6,48, 6 Stunden 48 Minuten. Ja, okay. Glaube ich nicht. Ich bin schneller als das. 4 Kilometer pro Stunde, ich laufe mindestens 4,5 Kilometer pro Stunde. Also, nein. Oder ich muss viel filmen oder viel, aber sonst nicht. Also das ist von nächsten Freitag. Und dann, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ja. Sag es einfach weiter. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video bei der nächsten Wanderung. Also die Kasteel ten Hoeve Wanderung. Kommenden Freitag. Ciao, ciao, ihr Theo.